Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu dieser neuen Anleitung. Für dieses hübsche Top benötigt ihr einmal euren Brustumfang, es sei denn, ihr wollt es so lang häkeln, dass es bis über die Hüfte geht und die Hüfte ist breiter, dann selbstverständlich den Hüftumfang. Ich nehme hier aber den Brustumfang, häkel wie immer für Größe M und das sind in etwa 100 cm. Die teile ich durch 2, komme somit auf 50 und rechne nochmal plus 5 cm drauf, also 55. Das heißt, ich brauche nun eine Breite von 55 cm fürs Vorderteil und 55 cm für den Rücken. Einmal die Breite. Als nächstes messt ihr von unterm Ärmel herab, wie lang euer Top werden soll. Da bleibe ich dann auch so bei 45, 40, 45, muss ich mal schauen. Ich gehe jetzt regulär einfach mal von 45 aus. Als erstes werden wir also ein Quadrat häkeln, beziehungsweise ein Rechteck. 55 mal 45. Und wenn ich das habe, teile ich hier an der Seite 5 cm ab. So circa. Und dann brauchen wir hier diese Ärmelhöhe. Also ihr geht danach hin und messt hier die Ärmelhöhe. Da habe ich meistens so 18 cm. Also häkle ich hier nochmal dieses Stück hoch nach oben mit 18 cm. Und das wäre dann der Rücken. Beim Vorderteil mache ich das gleiche auch wieder. Einmal 55 mal 45. Danach teile ich hier die 5 cm wieder ab und nehme hiervon die Mitte, mache dann aber so einen kleinen Schlitz, damit man das einfacher hat vom Muster her, und häkel zwei kleine Teile 18 cm in die Höhe. Und das war's dann auch schon. Welches Muster ich dafür benutzt habe, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Da könnt ihr Reihe für Reihe mithäkeln. Ich habe schon bereits meine Kette angeschlagen. Auf Nadelstärke 3 und dem vierfädigen Farbverlaufsbobbel wäre ich bei 88 Maschen plus 1. Und dann kommen wir nun zum Muster. Dieses hübsche Top werde ich mit einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel in Grau lila meliert häkeln, einer Dreiernadel. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox, genauso wie die Maschenanzahl, durch die das Muster teilbar sein sollte. Dann geht's los. Ich beginne mit einer Luftmaschenkette. Diese häkle ich wieder direkt aus festen Maschen. Ihr könnt aber auch ganz normal eine Luftmaschenkette anschlagen, dann bitte aber mit einer halben Nadelstärke größer. Ich schlage hier 2 Luftmaschen an, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, das ist wichtig, dass die Kette elastisch bleibt, durch eine Schlaufe und dann wieder durch 2. Nächste gebildete Masche. Beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Und wie ihr seht, geht das Ganze recht schnell und ihr habt danach eine schöne elastische Kette aus festen Maschen, spart euch somit Hin- und Rückreihe. Und nun schlagen wir die Kette so weit an, wie ihr diese benötigt für eure errechnete Maße. Kette dann soweit gehäkelt ist, alles einmal durchgezählt, teilbar durch 8, beginnen wir mit 3 festen Maschen in die ersten 3 Maschen. Sechs Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. in die nächsten 5 jeweils eine feste Masche, also 5 feste Maschen direkt hintereinander häkeln. Danach wieder 6 Luftmaschen,
3 Maschen freilassen und ab der 4. wieder 5 feste Maschen häkeln. Sechs Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und wieder 5 feste Maschen. Und so bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 6 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und nochmal 3 feste Maschen am Ende häkeln. Dass sowohl Anfang als auch Ende gleich sind. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit einer Wendeluftmasche und häkeln in die ersten 2 festen Maschen jeweils eine feste Masche. Die letzte lassen wir aus. 3 Luftmaschen und in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 3 Luftmaschen und nun in die 5 festen Maschen in die Mitte 3 feste Maschen, also links die erste und die letzte bleibt unbehäkelt und in der Mitte die 3 festen Maschen, jeweils eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 3 Luftmaschen, dann kommen wir wieder zu den 5 festen Maschen, dort wieder in die Mitte 3 feste Maschen, also die linke erste Masche und die rechte bleiben unbehäkelt und die 3 in der Mitte werden mit jeweils einer festen Masche bestückt. 3 Luftmaschen und wieder in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 3 Luftmaschen und in die 5 festen Maschen nur 3 feste Maschen häkeln. Und so dann bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und in die letzten 2 festen Maschen 2 feste Maschen häkeln. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Eine Luftmasche und nur eine feste Masche direkt in den Anfang häkeln. 3 Luftmaschen und nun eine feste Masche um die Kette vor der festen Masche. Dann eine feste Masche in die feste Masche und eine feste Masche danach um die Kette. 3 Luftmaschen. Und nun haben wir jetzt hier auch nur 3 feste Maschen. Dort kommt eine in die Mitte. 3 Luftmaschen. Und nun wieder eine feste Masche um die Kette vor der festen Masche. Eine feste Masche in die feste Masche und eine danach um die Kette. 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Mitte der 3 festen Maschen. 3 Luftmaschen, wieder vor die feste Masche eine feste Masche, in die feste Masche eine feste Masche und danach. Und so nun immer im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, 3 feste Maschen und so wie am Anfang an der Seite nur eine feste Masche häkeln. Reihe 4 beginnen wir mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und 3 Luftmaschen, um rüber zu kommen. Also 6. Und häkeln nun eine Masche vor die 3 festen Maschen,
Danach alle 3 festen Maschen mit jeweils einer festen Masche und eine feste Masche danach um die Kette herum, sodass wir 5 feste Maschen haben. 6 Luftmaschen, rüber zur nächsten Gruppe, also die eine bleibt aus, und wieder vor die 3 festen Maschen eine feste Masche, alle 3 festen Maschen mit jeweils einer festen Masche behäkeln und eine feste Masche danach, sodass auch hier wieder 5 feste Maschen sind. 6 Luftmaschen, die eine auslassen, überspringen, das ist fertig, wieder zu den 3 festen Maschen rüber und aus 3 5 häkeln. Und so bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die feste Masche der Vorreihe. Reihe 5 beginnt jetzt wieder mit der Zunahme des Kästchens. Wir beginnen mit einer festen Masche direkt über dem Stäbchen, 3 Luftmaschen und machen jetzt aus den 5 festen Maschen wieder 3. Die erste feste Masche bleibt frei, die 3 in der Mitte werden mit jeweils einer festen Masche behäkelt und die letzte bleibt frei. 3 Luftmaschen und in den Bogen in die Mitte eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder aus 5 3 feste Maschen machen, indem wir die erste frei lassen und in die 3 festen Maschen in der Mitte 3 feste Maschen häkeln und die letzte frei lassen. 3 Luftmaschen und in die Mitte des Bogens wieder eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder aus den 5 festen Maschen 3 machen. Und so bis zum Ende. Am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die dritte Masche von unten. Und das war Reihe 5. Reihe 6. Wir beginnen mit einer Luftmasche und in die ersten 2 festen Maschen jeweils eine feste Masche. Die letzte bleibt unbehäkelt. 3 Luftmaschen und in die Mitte der 3 festen Maschen eine feste Masche. 3 Luftmaschen und aus dieser einen machen wir wieder 3, indem wir davor eine feste Masche um die Kette häkeln, eine feste Masche in die feste Masche häkeln und eine danach. 3 Luftmaschen, in die Mitte der 3 eine feste Masche, 3 Luftmaschen und wieder aus einer festen Masche 3, indem wir eine davor um die Kette, eine in die feste Masche und eine danach häkeln. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und so wie am Anfang eine feste Masche um die Kette herum und eine feste Masche in die feste Masche der Vorreihe. Das war Runde 6. Kommen wir zur Reihe 7, die die erste Reihe wieder wäre. Diese verteilen wir dann, indem wir 3 feste Maschen zu Anfang häkeln, 2 in die der Vorreihe, eine um die Kette herum, 6 Luftmaschen und 5 feste Maschen. Eine feste Masche vor die 3, jeweils eine feste Masche in die 3, die schon vorhanden sind, und eine feste Masche danach um die Kette. 6 Luftmaschen und auch hier wieder eine davor, in jede der 3 vorhandenen jeweils eine feste Masche und eine danach. 6 Luftmaschen
rüber zu den nächsten 3 und aus dieser auch wieder 5 häkeln. Also original wie Reihe 1. Und dann geht es wieder von vorne los. Am Ende der Reihe 6 Luftmaschen und in die letzten 3 eine feste Masche. Also eine um die Kette und in die letzten 2 der Vorreihe jeweils eine feste Masche. Und so ist Anfang und Ende gleich und das Muster ist soweit fertig. Zurück nach 45 cm glatt gestrichen, also wenn ich das Ganze dämpfe oder nass mache und glatt streiche, habe ich 45, ansonsten bin ich bei ca. 42, 42,5. Reicht das Ganze für mich. Und nun teile ich mir hier links und rechts die 5 cm ab. Das sind in etwa nicht die ersten 3, sondern die danach, die 5. So, und hier beginne ich dann, da ich hier mit 3 festen Maschen geendet bin, würden ja als nächstes 2 kommen. Und mit denen beginne ich hier, das heißt, hier lasse ich die erste Masche frei, in der fädel ich höchstens den Faden ein, da ich ja hier neu beginnen muss. Und mache in der zweiten und in der dritten meine erste und meine zweite Masche und führe dann einfach das Muster weiter fort. Und das gleiche mache ich bis auf die andere Seite, das heißt, die Reihe ende ich dann auch hier mit 2 Maschen, lasse hier die letzte frei, 1 und 2, die letzte freilassen und häkel das Ganze dann stupide einfach gerade nach oben, bis ich ca. 18 cm erreicht habe. Das wäre dann der Rücken. Mein Vorderteil habe ich auch bereits schon fertig. Hier ist das Ganze etwas gedämpft, daher sieht das schön glatt aus. Auch 45 cm nach oben gehäkelt. An der Seite die 5 cm freigelassen und in den 5 festen Maschen begonnen. Hier in der Mitte habe ich diesen einen Bogen ausgelassen und habe nur bis zu diesen beiden Rauten gehäkelt. Und ansonsten auch hier 18 cm hoch und das mal 2 auf beiden Seiten. Und so ist dann auch schon das Vorderteil fertig. Ich werde jetzt noch den Rücken beenden, indem ich noch den Ärmelteil soweit hochhäkel, zeige euch dann das Endergebnis und dann kommen wir auch schon zum Vernähen. Bis gleich. Und so sehen die beiden Teile fertig aus. Als nächstes lege ich diese übereinander und vernähe oder verhäkle sie von unten bis hier nach oben. Ärmelausschnitt bleibt frei. Beide übereinander legen und dann orientieren wir uns an diese beiden Teile. Die legen wir dann hier Kante auf Kante und vernähen von außen nach innen. So haben wir das dann schön gleich und haben dann unseren Ausschnitt. Und dann ist euer Top soweit fertig. Wer möchte, kann sich natürlich dann auch noch ein Bündchen dran häkeln oder eine schöne Abschlusskante. Jo, also kommen wir jetzt als nächstes zum Vernähen. Die Träger lege ich auf den Rücken drauf und werde aber nicht komplett alles zusammen nähen. Ihr könnt auch zusammen häkeln, wenn ihr möchtet, sondern werde mir nach dem zweiten Bogen nochmal die 5 Maschen nehmen und dieses Stück nur zusammennähen. Das hier bleibt dann offen und kann ich dann so umklappen als Kragen. Sieht ein bisschen schöner aus. Ihr könnt natürlich auch alles zunähen. Es ist Geschmackssache. Für den Träger nehme ich mir den Faden doppelt, fixiere mir den Faden an der Seite. Das geht natürlich leicht, wenn ihr am Ende ein Knötchen reinmacht. Und dann gehe ich immer einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück. Dann lege ich den Faden über, steche in Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück ein und gehe auch einen halben Zentimeter durch das andere Häkelstück. Dann lege ich den Faden wieder über, gehe wieder am hinteren Häkelstück einen halben Zentimeter durch die Maschen.
Faden überlegen und am vorderen Häkelstück einen halben Zentimeter durch die Maschen. Darauf achten, dass ihr das Ganze nicht zu fest zusammenzieht und dann bekommt ihr eine ganz wunderschöne flache Naht. So, das Ganze mache ich natürlich dann auch an den Seiten. Hier haben wir durch das freigelassene Stück schon die Vorgabe, und zwar von hier einfach bis nach ganz unten alles vernähen. So, und wenn ich dann die Träger und die Seiten vernäht habe, dann zeige ich euch noch, wie das Ganze am Ende aussieht und dann sind wir auch soweit fertig. Bis gleich.